Cheers! Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute habe ich für euch meine aktuelle Gesichtspflege- und Körperpflege-Routine. Danach wurde ich mehrmals gefragt und ich hatte halt, ich glaube im letzten Jahr mal ein Reel dazu, wie heißen die hier immer, die Shorties? Naja, ich habe ein kurzes Video dazu gedreht, das hatte ich halt vor 11 Monaten hochgeladen. Aber ich dachte, ich mache noch mal ein komplettes YouTube-Video über meine aktuelle Hautpflegeroutine 2024. Ich glaube, mein letztes richtiges Video dazu ist jetzt auch schon 2-3 Jahre her. Und ein bisschen hat sich was geändert. Ihr wisst ja, ich bin so eine Person, die Sachen treu bleibt, wenn sie gut funktionieren. Ich bin nicht die Person, die gerne neue Sachen ausprobiert. Aber wir wissen ja alle, in der Drogerie ist es oft so, dass Produkte verschwinden und Produkte wieder reinkommen. Und ja, und heute zeige ich euch meine aktuellen Favoriten. Ich glaube, da sind aber auf jeden Fall auch welche dabei, die ich noch die ich schon für 5-6 Jahren verwendet habe. Und in diesem Sinne, falls euch das Video gefällt, gebt mir einen Daumen nach oben. Falls du noch hier gelandet bist, lasst mir gerne ein Abo da. Abonniert auf jeden Fall die Glocke, das ist sehr, sehr, sehr wichtig. Dann werdet ihr informiert, wenn es ein neues Video von mir gibt. Weil mir haben schon mehrere meiner Zuschauer gesagt, dass meine Videos ihnen manchmal nicht angezeigt werden. Deswegen bitte, bitte, bitte Glocke abonnieren. Und ich würde sagen, wir starten mit dem Video. Das erste, was ich morgens mache, wenn ich aufstehe, ist mein Gesicht ein bisschen waschen. Und dafür nehme ich so ein mildes Reinigungsmittel, und zwar hier von Isana. Den Reinigungsschaum, den habe ich jetzt schon sehr lange in Verwendung und ich mag den sehr, sehr gerne. Der nimmt so leichten Schmutz, sage ich mal, runter. Also Schmutz kann man ja nicht sagen, aber nach dem Schlafen ist die Haut ja manchmal so ein bisschen so Fette und Öle und das nimmt er gut runter. Danach trage ich mein Gesichtswasser auf und das ist dieses hier, was ich aktuell verwende, von Balea. Das ist der Hydration Toner und den finde ich richtig, richtig gut mit 2% Panthenol und 0,2% Allantonin. Der spendet super Feuchtigkeit und ich hatte den bei einem anderen Skincare, also ich bin jetzt kein Skincare-Kanal, aber ich folge so einigen Skincare-Kanälen und sie hatte das sehr empfohlen. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, was jetzt die Benefits davon waren, aber ich mag das sehr gerne. Ich packe das auf ein Wattepad, tupfe da mein Gesicht an. Manchmal mache ich es auch auf die Hände und tupfe es dann ins Gesicht ein, weil natürlich ein Wattepad zieht natürlich auch immer Produkt weg und man kann es also eigentlich auch mit den Händen machen. Und danach kommt mein QC-Serum und zwar ist das dieses hier von Cadea Vera. Und Cadea Vera ist eine Eigenmarke von Müller. Wir haben leider das Pech hier in Hannover, dass es nur einen einzigen Müller gibt in Garbsen. Und ich fahre dort dann hin und kaufe das ganze Regal leer. Dieses Serum kostet 3 € und das ist Antifalten 2-in-1 Face Serum mit Ceramidkomplex Vitamin E. Ich bin auf dieses Serum zufällig gestoßen durch einen Hautpflegekanal und sie meinte, dass das Beste ist. Das beste Vitamin C Serum, es ist halt kein Vitamin C Serum, aber es ist das Beste in der Drogerie, was vor freien Radikalen schützt, weil es aktuell kein gutes Vitamin C Serum in der Drogerie gibt und das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr, sehr guter Ersatz und deswegen nehme ich das sehr gerne. Habe ich auch schon mehrere Flaschen von leer gemacht. Das Tolle ist, es zieht weg, es klebt nicht. Und was ich manchmal jetzt gerade im Sommer tue, ist, dass ich dann ein bisschen von diesen Tropfen hier reinmische, Selbstbräuner-Tropfen. Diese sind von St. Moritz, Selbstbräunungskonzentrat, das kann man auch in die Bodylotion tun. Ich muss allerdings sagen, ich finde es so semi-gut. Ich glaube, ich werde jetzt demnächst mal das von Rossmann ausprobieren, das soll auf jeden Fall besser sein. Aber generell trage ich das auf und manchmal packe ich hiervon noch ein paar Tropfen rein. Und dann kommt auch schon der letzte Schritt meiner Hautpflegeroutine und das ist Sonnenschutz, Sonnenschutz, Sonnenschutz. Ich glaube, dass meine Haut heutzutage noch so gut aussieht, liegt halt auch daran. Klar mache ich auch gewisse Sachen wie Hautbehandlungen, Hyaluron, bisschen Botox und solche Geschichten. Das mache ich auch schon seit vielen, vielen Jahren, aber vor allem trage ich auch Sonnenschutz. Und Sonnenschutz trage ich schon, wann habe ich damit angefangen? So Anfang, Mitte 20. Und ich glaube, dass das ein großer
Pluspunkt ist, das zu tun, um seine Haut jung, straff und faltenfrei zu erhalten. Und ich merke halt auch die Benefits davon. Und ich sage immer so, wenn man keine Lust hat, irgendwie mit einer Nadel ans Gesicht zu gehen, kann ich auch vollkommen verstehen. Jeder ist da anders. Sage ich auf jeden Fall Sonnenschutz, Sonnenschutz, Sonnenschutz. Je früher, desto besser. Und eine gute Hautpflege, aber die zeige ich euch ja jetzt gerade. Auf jeden Fall ist das mein Lieblingssonnenschutz. Den verwende ich schon seit gefühlt 10 Jahren. Ich habe den euch schon 1000-mal gezeigt, der Nivea mattierende Sonnenschutz. Ich liebe den, obwohl sich zwischenzeitlich auch mal die Formel ein bisschen geändert hat. Und der ist jetzt halt auch umweltfreundlicher, also da sind nicht diese Filter drin, die nicht gut sind fürs Meer und sowas. Aber der zieht halt komplett weg. Der ist matt, jedenfalls bei mir. Mir hat letztens jemand geschrieben, bei Ihnen würde es speckig sein. Ich kann es nicht bestätigen. Bei mir ist es so, wenn ich es drauf mache, dann zieht es komplett weg. Es funktioniert super mit Make-up und ich liebe den. Ich hoffe, dass der nie aus dem Sortiment rausgeht. Ich wünschte, das würde es in so einer Flasche geben, damit ich das auch noch für den Körper verwenden kann, aber leider gibt es das nicht. Aber den kann ich euch sehr empfehlen. Es gibt den auch in der Sensi, also der ist so ein bisschen leicht parfümiert, aber ich kriege das gar nicht mehr mit oder ich merke das gar nicht. Aber es gibt den wohl auch in der Sensitiv-Variante. Auf jeden Fall liebe ich das, liebe ich diesen Sonnenschutz. Und das war's. Das ist meine Morgenroutine. Und ich würde sagen, dadurch, dass ich keine Mittagsroutine habe, zeige ich euch jetzt so ein bisschen, was ich für meinen Körper auch verwende. Ich muss aber dazu sagen, ich bin so ein bisschen Bodylotion faul. Also meistens creme ich nur meine Unterarme ein und meine Schienbeine, weil da die Haut leider immer sehr trocken ist und ansonsten bin ich am Körper eher cremefaul. Wobei immer mich alle fragen, warum meine Haut so weich ist und wie ich das mache und ich weiß es nicht, die ist halt so, wie sie ist, meine Haut, aber danke für das Kompliment, jedenfalls die Leute, die mich anfassen, sagen mir das immer. Aber ich habe aktuell gar keine richtige Bodylotion. Das Einzige, was ich verwende aktuell ist das hier, das ist von Isanamed, das Urea Serum. Das ist halt eine ziemlich große Flasche, deswegen verwende ich das halt auch für den Körper, aber auch für andere Stellen am Körper, die sehr trocken sind und ich liebe das. Also das ist sozusagen aktuell meine Bodylotion. Ich wollte jetzt aber demnächst mal diese eine von Nivea ausprobieren, die sehr gehypt ist. Und genau, und damit creme ich meistens halt hier meine Unterarme ein und meine Unterschenkel, weil die halt leider sehr, sehr trocken werden. Und das kann man aber auch gut fürs Gesicht benutzen, weil das auch schön wegzieht und nicht speckig ist und so. Und natürlich kann man in das halt auch solche Tropfen reintun, um sozusagen ein bisschen Bräune zu geben. Außerdem sind wir jetzt natürlich im Sommer und wie man sehen kann, ja, habe ich eine leichte Mini-Bräune. Ich bin halt von Natur aus so weiß. Weiß wie die Wand. Aber im Sommer möchte ich schon gerne ein bisschen Bräune haben, weil ich finde, dass, ja, man fühlt sich einfach so ein bisschen wohler. Und deswegen habe ich hier meinen Lieblings-Selbstbräuner, den ich aktuell verwende. Den habe ich dieses Jahr entdeckt. Das ist auch von DM sogar, Sundance, das Selbstbräunungsmousse. Und ich liebe den. Der ist wirklich richtig, richtig gut. Der zieht sehr gut weg, ist kaum klebrig. Also manchmal klebt es schon so ein bisschen. Also ich gehe auch nicht mit dem schlafen. Ich bin so eine Person, ich mag das nicht mit Selbstbräuner einfach schlafen zu gehen. Ich mache es meistens so, dadurch, dass ich viel im Homeoffice arbeite, trage ich den morgens auf und dann arbeite ich ja den ganzen fast Vor- und Nachmittag und in der Zeit zieht er dann an und dann spüle ich ihn halt ab. Wenn ich Stellen habe, die klebrig sind, nehme ich ein bisschen Babypuder und schmiere mich damit ein, weil danach ist der komplette Körper halt abmattiert und dann klebt halt auch nichts mehr. Ne? Und das hilft mir dann, das sozusagen länger drauf zu lassen. Das ist halt auch so ein Tipp, also falls ihr Selbstbräune habt, die irgendwie sehr kleben oder sich nicht schön anfühlen, probiert es mal. Kauft euch Babypuder, reibt euch damit gut ein. Und dann geht dieses Klebrige weg. Dann kann man auch zum Beispiel damit schlafen gehen, was ich zwar nicht tue. Aber wie schon gesagt, den mag ich sehr, sehr gerne. Und da habe ich jetzt auch schon die zweite Flasche fast leer. Dann kommen wir zum Sonnenschutz bei dem Körper. Ich muss dazu allerdings sagen, also eigentlich creme ich meinen Körper nur ein im Urlaub. Wenn ich mich eincreme, creme ich meistens halt nur, ja, Gesicht, Hals, Dekolleté und Hände ein und so ein bisschen die Unterarme.
Meine Beine oder so creme ich eigentlich nie ein im Sommer. Also außer ich gehe jetzt baden, dann creme ich mich komplett ein. Aber da bin ich leider auch so ein bisschen faul irgendwie. I don't know, ich weiß es einfach nicht. Ich mag es einfach nicht, den Körper einzucremen. So irgendwie fühle ich das immer nicht so. Aber natürlich, wenn ich im Urlaub bin, am Strand oder am See oder so, dann mache ich das natürlich. Und da habe ich auf jeden Fall 3, die ich sehr gut finde. Einmal habe ich diesen hier von Ambre Solaire. Den habe ich jetzt schon mehrere Sommer verwendet. Der ist halt auch nicht so speckig. Ein leichter Film bleibt, aber es ist halt auszuhalten. Der zieht halt auch recht gut weg. Und dann habe ich dieses Jahr noch 2 andere entdeckt. Und zwar ist das einmal hier Sun Ozone Kids. Das ist der Sonnenschaum. Das ist halt ganz witzig, weil das ist halt wie so ein Schaum, der hier rauskommt. Seht ihr das? Und ich muss dazu sagen, der zieht halt auch relativ gut weg und ist halt kaum klebrig. Deswegen habe ich den mir mal geholt, um den zu testen. Und ich finde für den Körper den ganz praktisch. Also das zieht eigentlich recht gut weg und man merkt es dann halt nicht mehr. Müsst ihr mal ausprobieren. Außerdem habe ich hier dieses Spray, das ist das Sundance, transparentes Sonnenspray. Das zieht auch sehr gut weg, hinterlässt auch einen kaum spürbaren Film. Also das finde ich genauso gut wie das. Und diese verwende ich jetzt aktuell für den Körper. Wir fliegen ja jetzt im August nach Griechenland wieder. Also dieses Jahr waren wir dann schon 2-mal in Griechenland. Freue ich mich sehr drauf, werde ich euch auf jeden Fall mitnehmen. Und ja, aber die finde ich gerade aktuell sehr, sehr, sehr gut. Und dann auch noch Körperpflege. Ich weiß jetzt nicht, ob das interessiert, aber ich packe es jetzt mit rein. Das Deodorant. Deodorant, also mein Deo, was ich verwende, auch schon seit vielen Jahren. Und zwar ist das hier von CL. Diese beiden Deos verwende ich auch schon seit mehreren Jahren jetzt. Einmal hier das Antitranspirant-Fluid und dann nochmal so ein normales Deo da drüber. Das ist für mich die beste Kombi. Ich schwitze nicht, ich stinke nicht und ich persönlich brauche ein Antitranspirant unter den Armen. Ich hasse es, wenn meine Achseln nass werden. Deswegen nehme ich natürlich auch etwas, was Aluminium hat. Das muss man immer selber wissen. Ich habe viele Naturkosmetik oder Deos ausprobiert und bisher habe ich da nichts gefunden, was mir gefallen hat. Vielleicht habt ihr da noch einen Tipp, aber ich verwende auf jeden Fall Aluminiumsalze und ich liebe das, weil das lässt mich einfach komplett nicht schwitzen, diese Kombi. Genau, und dann kommen wir schon zur Abendroutine. Und da habe ich eigentlich auch eine ganz leichte. Generell ist es so, dass wenn ich mich abschminke, verwende ich hier von Isana das Reinigungsöl. Das nehme ich jetzt auch schon seit vielen Jahren, habe ich gefühlt mindestens 100 Flaschen von leer gemacht schon. Ich liebe das einfach, das holt alles runter. Das hinterlässt keinen fettigen Film. Also wenn man es dann mit Wasser abspült, ist halt wirklich alles weg. Ja, es stimmt, es kann, wenn es so ein bisschen ins Auge kommt, dann hat man manchmal so einen leicht öligen Film im Auge. Dann packst du 1, 2 Augentropfen rein, dann ist das auch wiederum, dann ist das verschwunden. Und ich mache natürlich dann Doppelcleansing. Das heißt, danach wasche ich nochmal mein Gesicht. Dafür nehme ich dann hier diesen milden Reinigungsschaum. Kann aber auch was anderes nehmen. Ich wollte jetzt demnächst nochmal was anderes ausprobieren, aber den von Isana mochte ich sehr gerne. Und dann kommen wir zu meiner Pflege. Und generell ist es so, dass ich danach dann eigentlich nur noch entweder mein Retinol Serum, Creme auftrage. Und zwar dann nehme ich das hier von Neutrogena, den Retinol Boost. Ich liebe den, der funktioniert wirklich. Und das Tolle ist, der zieht halt auch sehr gut weg. Also man hat nur so einen ganz leichten Film danach auf der Haut, aber nichts, was unangenehm ist. Ich trage den meistens so eine Stunde vorher aus, bevor ich ins Bett gehe, damit das auch gut wegziehen kann. Und ich kann den allerdings nur alle 2 Tage verwenden, weil da ist auch wirklich Retinol drin, was auch was bringt. Weil wenn ich es jeden Tag mache, dann fängt meine Haut so ein bisschen an zu randalieren. Das heißt, sie fängt sich an zu schuppen und ich kriege rote Stellen und sowas. Und deswegen kann ich es nur jeden 2. Tag verwenden. Und an dem Tag, wo ich das Retinol nicht auftrage, nehme ich dann von Neutrogena einmal hier diese Hydro Boost Aqua Creme. Und da packe ich dann nochmal so ein paar Tropfen hier von Balea, von diesem ich kann es mir nicht aussprechen. Niacinamid Serum. Genau, das ist irgendwie 10%, auch ziemlich stark dosiert. Aber ich packe das dann da mal mit rein, vermische das so ein bisschen und genau, und das trage ich dann an dem Tag sozusagen auf, wenn ich kein Retinol benutze. Und alle 2 bis 3 Wochen oder auch nur einmal im Monat mache ich so ein AHA, BH
und PHA Peeling und dann nehme ich auch von Neutrogena dieses Waschgel. Und das ist auch, also meine Haut mag das gar nicht, muss ich ehrlich sagen. Ich kann das wirklich nur einmal verwenden, kurz einwirken lassen und dann abspülen. Und danach merke ich, also ich merke natürlich die Benefits davon, aber wenn ich das zu oft mache, dann ciao. Deswegen, da müsst ihr euch mal rantesten. Keine Sorge, wenn man dann diesen Schaumoment erlebt, dass die Haut anschwillt, rot wird oder was auch immer, das geht wieder weg. Bei mir hat das 2-3 Tage gedauert. Deswegen, da müsst ihr wirklich vorsichtig sein. Es gibt aber auch Leute, die können das täglich verwenden, ich allerdings nicht. Ja, aber das ist meine aktuelle Hautpflege, Gesichtskörper-Hautpflege-Routine. Alle Produkte gibt es in der Drogerie bei DM und Rossmann. Alles ist sehr budget-friendly und für mich funktioniert es. Ich gucke natürlich auch immer auf anderen Hautpflegekanälen. Da kann ich den euch von Incipedia empfehlen oder von Shias, wie heißt das, Shia Knows. Ich markiere euch das unten in der Infobox. Das sind so die Kanäle, denen ich folge und da schnappe ich dann immer tolle Produkte auf, die funktionieren. Ich kenne mich natürlich auch nicht immer so gut. Ich weiß natürlich, was manche Inhaltsstoffe, wie die funktionieren etc. Aber generell, um gute Produkte zu finden, nutze ich halt diese Kanäle und alles, was ihr hier seht, habe ich schon auf diesen Kanälen entdeckt und es funktioniert wirklich. In diesem Sinn, meine lieben Mäuse, ich hoffe, das Video hat euch Spaß gemacht und ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen Input geben. Falls es euch gefallen hat, wie schon gesagt, Daumen nach oben, schreibt mir gerne einen Kommentar. Vielleicht habt ihr ja auch noch eine Produktempfehlung für mich und oder schreibt mir auch gerne, wenn ihr die gleichen Produkte verwendet. Das freut mich auch zu hören. Und Glocke abonnieren und lasst mir gerne ein Abo da, falls du neu hier gelandet bist. Und ich würde sagen, wir sehen uns ganz schnell im nächsten Video. Ich freue mich auf euch. Bis dann. Mua.